Der Zeckenbiss war 2018, deswegen ist es schon ganz weit weg. Aber im Grunde genommen hat sich da mein ganzes Leben einmal um 180 Grad gedreht. Früher war ich Handballer. Das war mein Ein und Alles. Ich bin 5 Tage in der Halle gestanden und habe Handball gespielt. Und dann kam dieser Zeckenbiss. Mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen und ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte meine Arme nicht mehr zur Türklinke hochbewegen. Ich war komplett gelähmt. Ich konnte kein Krafttraining machen, ich konnte keinen Handball mehr spielen. War auch wirklich so, dass ich in meinen Bestzeiten, würde ich mal sagen, so 95 Kilo gewogen habe und jetzt bin ich bei 70. Das Erste, was ich sportlich wieder einigermaßen machen konnte, war Laufen. Einfach einen Schritt vor den anderen setzen. Erst im Flachen und dann halt irgendwann in die Berge. Ich bin Helge Röske, ambitionierter Trailrunner. Und arbeite hauptberuflich bei Dynafit im Marketing. Ich sage immer, Job ist immer an erster Stelle und eigentlich auch Family. Also sei es Freundin, sei es Eltern. Klar ist Sport ein ziemlich großer Stellenwert. Ich glaube, ich bin kein Hobbysportler mehr, was Pensum angeht und was Verzicht angeht. 22 Uhr. Andere gehen jetzt ins Bett. Ich gehe jetzt laufen. Ein Profi ist immer ein doofes Wort, weil ich bin kein Profi. Aber so von der Einstellung her bin ich vielleicht, geht es schon eher in diese Richtung. Das ist super viel Investment, wofür man meistens gar nicht so viel zurückbekommt. Mir geht's gerade nicht gut. Magen noch ein bisschen faxen. Was eine ganz große Stärke, glaube ich, von mir ist, ist einfach die mentale Stärke. Ich kann dir 4 Stunden auf der Rolle sitzen, 8 Stunden einfach geradeaus laufen. Das macht mir mental nicht so viel aus. Normalerweise wäre der Plan gewesen, nächstes Wochenende beim Transvulkanier wieder zu starten. Muss ich leider absagen und bin deswegen hier ausgewichen auf die 85er Distanz beim Innsbruck Alpine. Ich war hier schon vor 2 Jahren einmal, auch mit meinen Eltern, die jetzt auch wieder dabei sind. Ich wollte dieses Rennen hier sehr, sehr, würde ich mal sagen, professionell angehen mit Crewing und allem drum und dran. Und habe dann wirklich Social Media Posts gemacht, wer Lust hat, mich zu supporten über die Nacht und mit mir die Nacht durchzustehen. Und der Raffi war eigentlich einer der ersten, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. An ihn habe ich überhaupt nicht gedacht. Helge ist sozusagen auch ein Fotograf, den kenne ich ja eigentlich eher sozusagen aus einem Business eigentlich. Ich bin ihm da eher halt gefolgt, weil ich halt seine Arbeit echt cool finde. Den habe ich dann lustigerweise letztes Jahr in La Palma getroffen, wo er gelaufen ist und ich war da beruflich. Irgendwie kannten wir uns die ganze Zeit schon. Wir wussten, wer wir waren, aber haben uns halt noch nie gesehen. Wir müssen am Morgen durchlaufen. Ohne Krämpfe. Schauen wir mal. Schön. Ich würde das mit euch einfach gerne einmal jede VP einmal durchgehen, wer was wo hat. Also ich habe mich bei den wichtigen VPs, sei es auf der Mutteralm oben oder da, wo der Dropback liegt bei der Hälfte, habe ich mich auf den Raffi entschieden, damit ich da einfach sicher sein kann, dass er da ist. Er weiß, glaube ich, was ich in dem Moment brauche. Genau, und dann haben wir uns einfach an der Startlinie aufgestellt. Ich glaube, dass er vor dem Start super nervös war. Wie gesagt, das ist ihm halt super, super wichtig, was er tut und wie er es tut. Das große Ding war halt, die 110er sind gleichzeitig gestartet, das heißt, es war relativ viel los. K95, Heart of the Arts Ultra. Start an, das war super, super schnell.
mit dem Viererschnitt da irgendwie in den Berg reingerannt. Also es war schon ordentlich Dampf dahinter, aber ich hatte die ganze Zeit eigentlich relativ unter Kontrolle. Habe ich mich halt erstmal um 300 Meter verlaufen. Und das versuchst du dann natürlich im Downhill irgendwie wieder gut zu machen. Also ich bin dann relativ Harakiri sozusagen in den ersten Downhill gegangen. Stark. Und dann bin ich halt einfach Vollgas runtergelaufen. Und bin halt in die Aid Station rein, dann stand der Raffi da. Ich glaube, der Helge wusste die ganze Zeit auch gar nicht so, wo er positioniert ist. Das wollte er auch gar nicht wissen. Ich glaube, ich war da gefühlt 10 Sekunden drin. Okay, easy. Alles super, okay? Hier sind deine Gels, Brauchst du irgendwas? Hey, alles cool. Alles super, bleib in der Ruhe. Dein Puls, okay? Auf geht's. Deswegen, er wollte schnell sein. Ich glaube, wir waren schnell. Also das hat super funktioniert. Geht es gleich links runter. Und dann bin ich wirklich zum Motorrad eigentlich komplett alleine gelaufen. Das geht einfach so eine Vorstraße hoch, wo dann einfach nur noch mit Stöcken einfach nur stumpf sozusagen hochgelaufen, was mir eigentlich ganz gut geht. Ich habe da relativ gut meinen Rhythmus gefunden. Eigentlich hat es sich gut angefühlt, er ist super gelegen. Bin dann relativ gut vom Körperlichen her eigentlich gut beim Rafa oben angekommen. Habe mich aber auch sehr, sehr auf ihn gefreut da oben, weil ich mir extra vorgenommen habe, jetzt bleibst du stehen und sagst ihm, ich brauche mal ganz kurz 2 Minuten. Ja, wie geht's dir? Alles gut. Ist sicher? Flasche verloren? Okay. Wollen Sie gleich auffüllen? Okay. Salz nehmen? Also man denkt immer, Crewen ist nicht so schwer vielleicht, man muss dann einfach irgendwelche Flasks reinstecken und dann war's das. Aber da gehört ganz viel dazu. Ach Gott. Morgen ist ziemlich zäh. Und mental nicht ganz so easy gerade. Aber jetzt bist du am höchsten Punkt. Das ist alles super. Das ist alles nah zusammen, ganz entspannt bleiben. Einfach das machen, was du im Training noch kannst. Ja, man hat schon auch gemerkt, so irgendwas drückt, irgendwas passt nicht so ganz. Du hast einen guten Anstieg hinter dir. Jetzt geht's runter. Das ist alles halt der Welt, ja? Das ist alles gut. Ja, aber entspann dich. Ist alles gut. Sind alle dabei. Weiter geht's. Wir haben uns dann das Polaroid von seiner Freundin gezeigt mit einer kleinen Nachricht. Da oben ist raus. Hey, sind alle bei dir, okay? Sind echt alle bei dir. Das hat natürlich auch nochmal emotional gepusht. Herlaufen. Oben rechts. Bleib ruhig. Entspannt. Ja, aber ganz locker erstmal locker bleiben. Rauslaufen. Erstmal Ruse, rauslaufen. Nicht push auf oben rechts. Und das hat der Rafa einfach von der ersten Aid Station bis zur letzten einfach perfekt gemacht. Wir sind ein bisschen mitgelaufen, haben ihn irgendwie motiviert, so wie es ging. Wir haben alle voll Spaß. Aber es gab auch dann den Gedanken, hey, du musst das Ding jetzt irgendwie finishen. Du willst ja so auch ins Ziel laufen. Unsere nächste Aid Station wäre eigentlich der Bierstündel gewesen. Aber nachdem wir auf die Zeiten geschaut haben, haben wir gesagt, nee komm, lass uns nach Taves fahren, das schaffen wir. Und ich glaube, die extra Motivation, vor allem in der Nacht, solange es noch dunkel ist, schadet nicht. Okay, aber deswegen entspannen, Energie tanken, ein bisschen langsamer machen, weißt du? Aber trotzdem kam dann noch leider on top, dass ich auf dem, ja technisch war es nicht, es war eigentlich ein schöner, flowiger Trail, aber natürlich mit der Müdigkeit und so ein bisschen einmal meinen Fuß vielleicht nicht richtig angehoben oder einmal unkonzentriert gewesen und ich konnte gar nicht richtig gucken, da lag ich sozusagen auf dem Boden. Auch die Eltern waren da, einfach weil wir alle das Gefühl hatten, hey, der Helge braucht es jetzt und wenn, wäre es da eigentlich gut. Und habe dann aber immer mehr gemerkt, dass es so langsam so ein bisschen neblig, schwummrig wurde. Damit du mal ein Riesen machen, schauen, wo du stehst. Einmal durchatmen. Und ich kam da halt an und war
völlig am Arsch. Also da wollte ich eigentlich schon rausgehen. Irgendwann hat der Körper halt gesagt, nee, ist mir, Alles gut, alles gut. reicht mir sozusagen und Ist hingefallen. ist halt auf die Barrikaden gegangen und das musste ich halt spüren. Ist alles gut, ist alles gut. Hey, es sind 3-4 Kilometer bis zum Bierstunde. Da kannst du dich hinsetzen und einmal wirklich wie es ist. Hey, ist doch alles super. Du hast größer, das ist alles super. Manchmal ist es so im Motor, okay? Es gibt Dinge, die passieren und es macht doch nichts. Und es gehört dazu. Also die Menge an Kohlenhydrate merkst du halt brutal im Magen einfach. Wenn da rumort's halt und gerade um 3 Uhr nachts ist der Magen das halt einfach nicht gewohnt. Und ich habe das einmal im Training halt ausprobiert und dann hat es halt gut funktioniert und dann habe ich gedacht, okay, geht's im Rennen halt auch. Versuchen, das zu behalten. Versuch einmal mit bis zur nächsten Station zu kommen. Hier ist gar nichts, oder? Hier ist gar nichts, hier ist gar nichts. Und deswegen haben wir halt mit Gels noch irgendwas versucht, habe ich eigene Gels noch genommen und haben sie mich nochmal mental aufgebaut. Dann ist der Rafa nochmal mit mir losgelaufen und dann ging es halt echt nochmal echt gut. Also ich bin echt gut gestartet eigentlich. 50 Kilometer. Ja, easy, oder? Viel Glück, Helge, das machst du. Mit der Schwummrigkeit und sowas, dann sind wir durch so einen Tunnel gelaufen, da sind die Lichter schon so leicht schwummrig gewesen und alles, also es war alles nicht mehr perfekt. Und dann war der Kopf auch irgendwann nicht mehr dabei. Ging jetzt eigentlich echt scheiße. Aber ich habe ihm gesagt, jetzt soll er halt noch mal die nächsten 3-4 Kilometer mit, also einfach mal entspannt runterlaufen. Ich habe ihn gezwungen, was zu essen, weil er kann nichts mehr halten. Ich und der Rafa haben halt ausgemacht, wir laufen jetzt bis zur nächsten Aid Station noch, weil da ist mein Dropback, also die große Aid Station. Wo man sich hinsetzen kann, haben wir uns gesagt, wir nehmen uns 5 Minuten, machen ein komplettes Reset, wischen einmal alles ab und starten nochmal von vorne. Ich habe halt irgendwie gehofft, dass es bis zur nächsten Aid Station noch irgendwie reicht. Ey, du läufst ein super Rennen. Helge, du läufst ein super Rennen. Das geht aber. Ja, okay. Dann ruh dich erstmal aus. Und dann sind wir auf 500 Meter gelaufen und habe gesagt, Rafa, das bringt einfach überhaupt nichts mehr. Haben uns dann da auf die Straße gesetzt und haben gesagt, nee, wir lassen das sozusagen. Weil ich einfach mir gesagt habe, ich will die nächsten 2 Monate nicht aussetzen, sondern will in 2 Wochen vielleicht einfach wieder weiter trainieren und aufs nächste Rennen vielleicht vorbereiten. Ich habe ja immer gesagt, schauen wir mal, ob wir da heute Abend oder am nächsten Morgen durch das Ziel laufen. Und nicht, weil ich ja mit dem Gedanke spiele, da vielleicht irgendwie früher rauszugehen. Und weil der Gedanke halt so präsent war, fiel es mir vielleicht zu einfach. Und ich finde es auch so im Nachhinein, ich bin die Strecke ja als Test abgelaufen, aber genau bis zu dem Punkt und keinen Meter weiter. Und bin genau da rausgegangen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass du nicht beendet hast, by the way. Also das war mir von vornherein völlig egal. Es ist immer, also dass man Ultra nicht beendet, ist immer eine Chance. Also das, was ich gesagt habe, was Symptome sind, das ist genau die richtige Entscheidung. Ja. Immer noch. Jetzt nicht zu denken, okay, ich kann da vorne vielleicht die ersten 50 Kilometer, bin ich jetzt auf Platz 2 oder 3 rumgelaufen. Jetzt gehst du an Eiger an den Start und machst das gleiche wieder. Und das wird halt definitiv nicht so sein. Weil Eiger ist UTMB-Rennen, Eiger wird ein anderes Starterfeld sein. Ich habe nicht auf die Startliste geguckt, ich schaue einfach, wer dann da steht, so ungefähr. Und da kann es gut wieder sein, dass ich ja, irgendwo mittendrin vielleicht rumlaufe. Aber da ist halt wirklich einfach das große Ziel, es anders zu machen wie in Innsbruck.